Welche Rollen und welche Verantwortung gibt es eigentlich in einer Mentoren-Mentee-Zusammenarbeit oder wie sind diese aufgebaut? Wenn wir uns, wenn ich dieses Bild in Trainings in der Nähe eines Meeres zeige, dann und frage, was zeigt diese Situation, dann kommt eine oft technisch sehr ausführliche Beschreibung. Wir sehen auf diesem Bild einen einen Lotsen, der aufs Schiff steigt, um einen Kapitän zu unterstützen. Das wird zum Beispiel gemacht bei schwierigen Häfen, wo einfach Untiefen sind. Das heißt, ein Kapitän das nicht erkennen kann und ein erfahrener Lotse eben dadurch lotsen kann. Und für das Thema Mentoring verwenden wir aber nicht exakt das Bild des Lotsen, sondern wir verwenden das Bild des Navigators. Den Navigator, den hat es früher sehr häufig gegeben, ist jemand, der Sternbilder lesen konnte, der eben oft ein erfahrener Kapitän war, der aber selbst nicht ins Ruder gegriffen hat, sondern dem Kapitän beratend zur Seite stand oder steht. Wie können wir das Bild übertragen auf die Situation des Mentoring? Wir haben den Mentor, also Parallele zum Navigator, und wir haben den Mentee, die Parallele zum Captain, zum Kapitän. Der Mentor hat Erfahrungsvorsprung, kennt mehr Details, aber auch das große Ganze, liefert eine zeitlich begrenzte Unterstützung, kann Schwachstellen besser erkennen oder vorhersagen, teilt auch seine Erfahrung auf eine Art, die gut annehmbar ist und leicht umzusetzen, um eben die persönliche Wirkung auch zu maximieren, eben dass ein Mentee eben auch gut zuhören kann oder das annehmen kann, gerade wenn es kritische, schwierige Themen sind, greift selbst nicht ins Ruder und trägt keine operative Verantwortung. Es steht also dem Kapitän beratend, unterstützend zur Seite. Der Mentee, der Kapitän, hat die letztendliche Verantwortung und trägt letztendlich die Entscheidung, hat also die Bordgewalt an Bord seines Schiffes, kennt sein Schiff, leitet seine Crew, verantwortet auch vielleicht weitere Themen, hat vielleicht auch weitere Berater, auch im Einzelfall, eben außerhalb des Mentorings. Der Mentee oder der Kapitän zeigt einfach auch eine Offenheit, sich mit den Impulsen des Mentors eben auseinanderzusetzen und sich auf andere Perspektiven und Möglichkeiten einzulassen, wägt die Ratschläge ab und trifft eben letztendlich eine sinnvolle Entscheidung, die eben die verschiedenen Perspektiven einbezieht. Und ist selbst verantwortlich dafür, die gute oder richtige Fragen zu stellen, ist selbst also operativ verantwortlich für sein Schiff. Sein Schiff kann eben symbolisch oder übertragen stehen für seine Karriere oder aber auch seine Abteilung, sein Team, seinen Arbeitsbereich. Warum ist es so wichtig, einen erfahrenen Navigator, einen Mentor an der Seite zu haben? Wenn wir dieses Bild sehr jungen Leuten zeigen, dann sagen sie, das ist doch ganz simpel, da ist genug Platz, da komme ich durch. Mit zunehmender Erfahrung wissen wir, dass die Situation in der Realität nicht immer so simpel ist, sondern die wahren Gefahren unter der Wasseroberfläche liegen. Das gilt im Leben wie auch in den Firmen und wie auch natürlich hier auf dem Bild. Das heißt, seit Titanic spätestens wissen wir, wie teuer es sein kann, nicht zu wissen, was sich unter der Oberfläche so verbirgt und wie groß der Schaden sein kann, eben irgendwo aufzulaufen. Und deswegen ist es eben unheimlich wertvoll, jemanden, der bestimmte Themen vorhersehen kann, an der Seite zu haben, im übertragenen Sinne und natürlich auch im realen Sinne im Arbeitsbereich. Denn Fehler können teuer sein oder auch Chancen nicht genutzt zu haben, kann eben sehr, sehr teuer sein. Weshalb eben diese Beziehung so wertvoll ist. Wir werden dann immer gefragt, wie ist es denn mit dem Vorgesetzten des Mentee? Also wie würde die Abgrenzung also zwischen Mentor und der Vorgesetzte des Mentees aussehen konkret? Um einfach mal im Bild zu bleiben, können wir den Vorgesetzten des Mentees ebenfalls versuchen einzuordnen. Was wäre es? Sie können kurz pausieren, kurz überlegen. Richtig, der Reeder. Denn der Reeder hat eine etwas andere Rolle. Der Reeder steht nicht einfach beratend zur Seite, greift nicht in Ruder, sondern der Reeder ist derjenige, der letztendlich die Rechnung zahlt, wenn das Schiff einen Schaden hat. Das heißt, der Reeder ist natürlich nicht ganz so flexibel zu sagen, ach, probier das einfach mal aus, mach wie du denkst,
sondern der, ich sag mal, haftet mit in jedem Fall für die Fehler des Mentees. Das heißt, der Reader ist weisungsbefugt, der Vorgesetzte ist weisungsbefugt und das ist der Mentor eben nicht. Das wäre der Unterschied. Um das vielleicht auch mal, was auch an emotionaler und realer Dynamik eben hintersteht. Natürlich kann ein guter Chef immer auch Ratschläge geben und immer auch das eigene Team unterstützen. Und trotzdem gibt es von der Dynamik her einen Unterschied. Ja, bin ich jetzt jemand, der letztendlich die Rechnung bezahlt oder bin ich jemand, der vom System her, ich sag mal, daneben steht, parallel nebensteht und selbst nicht Teil der Linie, der Weisungslinie ist. Was eben auch eine regelmäßige Frage ist, was ist denn der Unterschied zwischen Mentoring und Coaching? Wir hören ja immer wieder, der Vorgesetzte als Coach, der Vorgesetzte als Mentor und ist das nicht auch wieder alles irgendwie dasselbe oder wie unterscheiden sich die Konzepte? Wir machen natürlich oft, dass wir dann die sammeln, was sind so die Unterschiede und da kommen so qualitative Unterschiede wie vielleicht kann eine Coaching-Frage spezifischer sein, auf ein bestimmtes Problem gerichtet und es gibt einen ganz, ganz einfachen Unterschied zwischen den beiden und dazu ein Bild. Ich sage, stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt. Im ersten Fall sind Sie die Dame auf dem Stuhl, Sie haben ein Thema mit Ihren Augen. Der Arzt hat eine Ausbildung und zwar, was viele im ersten Moment übersehen, die Ausbildung besteht sogar aus 2 Teilen, nämlich zum einen dem fachlichen Teil, dass er sich mit Augen auskennt und eben weiß, wie bestimmte Themen zu lösen sind, aber es gibt noch einen anderen Teil, nämlich den Teil der Anamnese. Der Arzt ist überhaupt in der Lage, die richtigen Fragen zu stellen. Sie kennen das ganz sicher. Das heißt, wann tritt das Problem exakt auf? Wie wirkt sich das aus? Was passiert, wenn ich das mache und so weiter? Also der Arzt ist in der Lage, durch eine strukturierte Fragestruktur überhaupt das Problem zu erarbeiten oder herauszufinden. Und das ist Teil des Studiums, Teil der Ausbildung des Arztes. Also der Arzt kann ein Problem systematisch herausfinden, das ist Teil seiner Ausbildung und ein Arzt kann das Problem dann fachlich, sachlich lösen. Wenn wir es ein bisschen übertragen wollen, ist es ein bisschen wie ein Kundenverhältnis. Auch wenn ich ein Patient bin, ist es im Prinzip ein Kundenverhältnis. Ich habe ein Problem, ich zahle im Prinzip für diese Lösung, wenn auch indirekt in diesem Fall, und will am Ende einfach eine Lösung haben. Ja, und dann ist dieses Verhältnis quasi direkt abgeschlossen in einer Transaktion sozusagen, auch wenn es jetzt ein bisschen komplexer ist in der Realität oder ein bisschen unterschiedlich. Also erstes Fall, Sie gehen zum Arzt, weil Sie Probleme mit den Augen haben. Zweite Situation, Sie gehen zum Arzt, weil Sie Medizinstudentin sind und eben selbst eine Arztpraxis eröffnen möchten. Die Fragen, die Sie dann stellen, sind natürlich andere, wie zum Beispiel, worauf muss ich achten, welcher Region lohnt es sich, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, wie stelle ich meine ersten Mitarbeiter ein, was muss ich sonst noch beachten. In dem zweiten Fall ist das Verhältnis sehr unterschiedlich. Es ist zwar immer noch so, dass der Arzt Ihnen Ratschläge geben wird und Ihnen auch helfen wird, Ihr Thema zu lösen und trotzdem ist das Verhältnis ein grundlegend anderes. Erstens, es ist ein freiwilliges Verhältnis. Das heißt, der Arzt wird Ihnen nur dann seine besten Tipps, Tricks und Geheimnisse weitergeben, wenn Sie nicht in direkter Konkurrenz stehen, wenn er Sie auch zum Stück sympathisch findet oder Ihnen den Erfolg persönlich gönnt und es ist einfach ein Verhältnis, was in der Grunddynamik von der persönlichen Beziehung abhängt, ja, um überhaupt zustande kommen zu können oder sinnvoll zustande kommen zu können. Das heißt, Sie wollen quasi in die Fußstapfen des Arztes treten und das heißt, Sie wollen etwas in irgendeiner Art und Weise Ähnliches machen wie der Arzt. Sie sind vielleicht selbst nicht Studentin für Augenmedizin, sondern für Zahnmedizin, aber die Fragen sind übertragbar, zum Beispiel, wie baue ich eine Praxis auf? Also es muss nicht eine exakte Schrittfolge sein, sondern kann ein gewisses Abstraktionsniveau sein.
Genau. Und das heißt, ich habe einfach im ersten so eine Art, im Coaching so eine Art Kundenverhältnis und im zweiten ein rein freiwilliges Verhältnis, ein Engagement, was die Dynamik einfach grundlegend verändert natürlich. Was dann wichtig ist, wenn wir Mentoring-Programme in Unternehmen aufbauen, weil es eben wichtig ist, zum Beispiel, welche Leute bringen wir überhaupt zusammen. If you ask any successful person how they got where they are today, chances are they'll tell you about the mentor they've had somewhere along the way, sagte ein Mensch, den wir alle kennen, Barack Obama. Und es ist tatsächlich so, dass es eben so ein altes Prinzip ist, wie Erfahrungswissen weitergegeben wird. Fachwissen im Studium und dann eben dieses Lernen der weichen Faktoren eben durchaus von Vorbildern, von persönlichen Kontakten und im Netzwerk. Sie können sich jetzt eines der folgenden Module aussuchen, thematisch, und wir sehen uns gleich wieder.